Dann Champions League. 유벤투스 당시 선수들이 어떤 선수들이? Number 10. 지단? Yes. 지단이랑 그럼 1대1도 한번 해보셨겠네요. Also ich habe noch nie in meinem Leben gegen Zidane verloren. 돌아오자마자 바로 리그 챔피언 트와이스? Nach dem Champions League-Sieg habe ich noch ein Jahr in Dortmund gespielt und bin dann zur WM nach Frankreich gefahren. 감독님이 제가 알기로는 독일 역사 최고 이적. Und so habe ich bis 24 im Prinzip. 지금까지는 아마추어가 24살까지는 한국어를 쓴 이해가 안 돼. It's a little bit like Son, Messi, Neymar, yeah? 오늘은 레전드 인생 그래프 퀴즈 준비했습니다. 인생 그래프 형님은 잘 아시죠? 응? 인생 그래프가 뭔지 아시죠? 잘 몰라. 인생 그래프 뭐야? 도대체 뭘 하면 말을 좀 해줘. 가야데스 라이프 그래프. This is like good, bad. 이제 한국 대표팀 뽑힙니다. 하우팀이 뽑혔어요. 여기서 위건을 가요. 갔다가 이제 여기서부터 위건에서부터 밑으로 내려옵니다. 근데 왜 내 인생 그래프를 제가 하는 거야? Ich weiß nicht, wofür wir das gebrauchen können. 저희 코치님이 자기의 인생을 그래프로 표현한다면 어떤 느낌일지, 또 그걸 통해서 우리 코치님의 인생에 대해서 저희가 좀 들어볼 수 있지 않을까 하는 마음에 준비한 인생 그래프 컨텐츠입니다. 야, 궁금하다. Ja, ich wollte euch heute ein paar Eindrücke oder Einblicke in meinen sportlichen Lebenslauf geben. Da das der sportliche Teil ist meines Lebens, ganz viele. An die ersten 3 Jahre kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Kleinem Niveau, in einer kleinen Stadt, aber immer mit sehr viel Spaß und ich bin halt sehr, sehr gern dorthin gegangen. Das ging so 6 Jahre und dann hatte ich die Möglichkeit, in ein Nachwuchsleistungszentrum zu wechseln. Im Prinzip eine Schule, wo du 2-mal am Tag trainierst. Ja, nach 2 Jahren wird in einer Sportschule immer wieder durchsortiert. Die schauen, ob sie neue Spieler holen können, die besser sind. Und nach 2 Jahren haben sie mir mitgeteilt, dass ich wieder nach Hause muss, dass sie einen anderen Spieler besser finden. 뭐지? 슬럼프? Der Grund war übrigens, ich war zu klein. Aber viele Trainer gehen halt aufs Ergebnis und wollen Resultate und lassen die Großen spielen und lassen die Kleinen dann hinten weg. Ja, also ein gutes Beispiel ist unsere aktuelle Mannschaft. Wir haben schon ein paar größere Spieler, aber wir haben auch die Kleinen und man sieht, wie technisch herausragend die Fußball spielen können. Und das war uns auch wichtig, dass wir das schön mischen und nicht nur hier die großen Jungs mitnehmen, sondern auch die kleinen coolen Kicker. 은총이처럼 작은 친구들이. War auch kein Nachteil, weil dann halt auch die Geschwindigkeit kam, die Kraft und so habe ich bis 24 im Prinzip Männerbereich gespielt, aber mit mäßigem Erfolg. 와, 이게 궁금해. 24세까지 아마추어 레벨에서 뛰었다고 하셨잖아요. 지금까지는 아마추어가 24살까지는 한국어를 쓴 이해가 안 돼. Das ist nicht normal, ja, also das ist untypisch. Ja, normalerweise Nachwuchsleistungszentrum, dann spielst du mit 17 oder 18 in der ersten Liga. Also das ist nicht der Normalfall. 24세까지 아마추어였으면 그 레벨이 그럼 뭐 한 3, 4부에서 Meinst du das? Ja, ich bin von der dritten in die erste Liga. 아, 그러니까 아마추어가 아니네. Wir hatten damals nur die erste und die zweite Liga waren Profiligen und ab der dritten Liga war Amateurliga. 아, 저 때부터 그럼 이렇게 되는 올라간 거지. Zuerst zum SC Freiburg in die erste Bundesliga, aus meinem Arbeitsleben raus. Ich habe Fußball ja mehr in der Freizeit gespielt und jetzt wurde ich Profi. Das heißt, keine Arbeit mehr, nur noch Training. 프라이부르크가 당시 1부 Ja, in Freiburg auch ein bisschen Glück gehabt, eine sehr gute Mannschaft vorgefunden, einen sehr guten Trainer, der uns sehr gut eingestellt hat, sodass wir mit so einer kleinen Mannschaft nach einem Jahr Dritter geworden sind. Das weiß kein Mensch mehr, dass wir das mal geschafft haben. Und das ist sehr markant, weil nach einem Jahr wurde ich dann Nationalspieler. Paolo Maldini. Aber er mag sich trösten, auch einem Franz Beckenbauer ist das ja passiert, des Öfteren.
mit dem 2:0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Weitere Kritik anzubringen. Ich habe einige Sachen vergessen, aber das erste Länderspiel vergisst man nicht. Viele Sachen vergessen, aber das Spiel, das erste Länderspiel. 아니, 나도 뭐 이란전이 못할 적이 잊지 못하는데. Ja, erstes Länderspiel und dann hatte ich halt die Möglichkeit, zu Borussia Dortmund zu wechseln. Die haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, nach Dortmund zu wechseln und Dortmund war deutscher Meister. 와, 멋있다. Und dann habe ich in Freiburg gesagt, Jungs, ich muss weiter, ich habe keine Zeit, bitte verkauft mich. How long stay in Freiburg? 1,5. One and a half. 그러면은 감독님도 이 별 만드는데 좀 일조를 하셨나요? Im Winter, also im Januar 96, bin ich dann halt nach Dortmund gewechselt. Und ein halbes Jahr hatte das Glück halt, dass ich mit der Mannschaft ein halbes Jahr später im Sommer schon Meister wurde. Eine so eine Spitze. Also ein Jahr habe ich in 1,5 Jahren in Dortmund gespielt, dann Champions League-Titel. 결승 상대가 누구였나요? Juventus Turin. 유벤투스 와. 유벤투스 당시 선수들이 어떤 선수들이? Del Piero, Deschamps, and number 10. 지단? Yes. 지단도? 아 그러면 지단이랑 그럼 1대1도 한번 해보셨겠네요. Also ich habe noch nie in meinem Leben gegen Zidane verloren. Zidane wollte immer da lang und ich immer da lang. Also wir. 와. 아니 그때 당시 그러면 챔피언스리그는 홈앤더웨이로. So York, Zidane, and Del Piero. It's a little bit like Son, Messi, Neymar, yeah? Hey, listen. Son, Messi, Mbappé. Just stop talking. Too fast. First Son. Nach dem Champions League-Sieg habe ich noch ein Jahr in Dortmund gespielt und bin dann zur WM nach Frankreich gefahren. Normalerweise ist die WM im Nationenfußball noch wichtiger, aber wir waren nicht ganz so erfolgreich, sind im Viertelfinale ausgeschieden. Deswegen ist die WM für mich ein bisschen unter dem Wert des Champions League-Titels. 약간 감독님이 제가 봤을 때는 조금 담백하신 스타일인 것 같은 게 만약에 원영이 챔스 우승을 했잖아요. 아마 선이 저 밖으로 나갔을 텐데 아니 저도 그거 생각하고 있었어요. Ja, nach der nicht so erfolgreichen Weltmeisterschaft hatte ich das Glück Fußballverein und habe mich dann für AC Florenz entschieden. Einen weiterbringen und damals war halt die italienische Liga die stärkste Liga der Welt. 와. 야. Rui Costa, Battistuta, Enrico Chiesa. Also richtig coole Mannschaft und ja, das. 감독님이 그때 피오렌티나로 가실 때 제가 알기로 독일 역사상 최고 이적. 야. Gut, aber ich glaube, ich war 10 Jahre der teuerste Spieler. 반다이크 느낌 아니야? 대단하시다. 2 Jahre Italien, sehr schöne Erfahrung, im Ausland mal Fußball zu spielen, eine andere Kultur, andere Menschen, andere Liga kennenzulernen, wieder zu meinem Lieblingsclub zurückzukehren, zu Borussia. Habe da eine Mannschaft vorgefunden, die nicht so funktioniert hat, aber mit einem jungen, dynamischen Trainer, Matthias Sammer, haben wir das nach 2 Jahren geschafft, nochmal Deutscher Meister zu werden. 돌아오자마자 바로 리그 챔피언 twice? One more corner. Ja, dann ging es für mich noch mal ein Jahr zum 1. FC Köln. Also nach Köln habe ich aufgehört mit dem Profifußball und habe dann aber im Amateurbereich in der 8. Liga gespielt. Also nicht, deswegen geht das hier nicht so bergab, weil mir das genauso viel Spaß gemacht hat. Egal in welcher Spielklasse. Nochmal zum Schluss, dieser Teil ist sehr wichtig im Amateurfußball, weil eins könnt ihr mir glauben, wenn die was gewinnen, feiern die genauso wie die da oben. Ja, zum Anfang sprach ich über Glück, ich hatte dann das Glück, Benny kennenzulernen. Wir haben jetzt die Chance, hier bei euch in Seoul zu sein und so ein tolles Projekt zu begleiten und wir haben auch noch nie so lange zusammengearbeitet, freuen uns, dass das auch immer noch funktioniert. Our first meeting is above or below the Champions League? Yeah.
오늘 이 시간을 통해서 시청자분들도 진짜 궁금해하셨을 텐데 맞아요. 이거를 또 직접 들으실 수 있어서 굉장히 좋은 시간이 되지 않았을까. 오늘 잘 들었습니다. 너무 감사했습니다. I was born in 1988, and the first years of my life, I have very good memories of it. 영어 잘하네. Since I was, let's say, 5 years old, so I was physical good, scored many goals, and I was still playing football, but not on a high level because I got injured. But it's still way above. Yeah, when you want to be more dramatic. My life as a coach changed a lot. Till this day, it went up and up and up and up. So football versus girlfriend. No, there's no football or your wife. Wife, You're such a professional. wife. 우선 그래도 난 모르던 벤자민의 어릴 때 그걸 들으니까 좀 친해진 느낌. 조금 더 아쉬운 부분은 뭐 여자한테 차였거나 이런 얘기를 좀 해줬었으면